sind zu Gast auf der Lenzer Heide. Genauer gesagt im Restaurant Scalottas Terroir. Bei Hans-Jörg Ladurner und René Bissig. Die beiden Köche arbeiten schon gute 20 Jahre zusammen. Mein Name ist Hans-Jörg Ladurner. Ich bin Südtiroler, aber schon lange in der Schweiz. Ich bin Küchenchef hier im Scalottas Terroir auf der Lenzer Heide. Wir sind Teil vom Hotel Schweizerhof Lenzer Heide und ich mache mit meinem Team hier, führen wir das Restaurant Scalottas Terroir. Auch hier ist bodenbewusstes Essen Programm. Gleich im Nachbarort Lain bewirtschaften Hans-Jörg und René zusammen mit einigen ihrer Freunde und Produzenten ihren eigenen Bergacker. Eine Art Spielwiese, auf der mit Anbaumethoden und unterschiedlichstem Saatgut und Beikräutern experimentiert wird. Im Vordergrund steht dabei immer der sorgsame Umgang mit dem Boden. Das, was 30 cm unter der Erde ist, die Käfer, die Insekten, die Larven, die holen wir nicht nach oben und bringen sozusagen den Boden ins Ungleichgewicht. Wir zerstören das Pilzgeflecht viel weniger. Und wichtig auch hier immer, dass der Boden gedeckt ist. Gedeckt wird zum Beispiel mit Stroh und Beikräutern, wie der Vogelmiere. Sie reduzieren die Verdunstung und halten den Boden feucht. Das schützt die Saat vor der Sonne und spart Wasser. Eine prominente Bewohnerin des Ackers ist auch die Ackerbohne. Zum Brot machen Ackerbohnenmehl, Ackerbohnenbruch für das Hummus, was ich zwischendurch auf der Karte habe. Ackerbohne hat noch den Vorteil, sie bringt natürlich Stickstoff in den Boden. Der Acker wird nicht in dem Sinn mit irgendwas gedüngt, sondern eigentlich ist die Idee, möglichst ihm wieder alles zurückzugeben. Die Wiederentdeckung der vielseitigen Bohne ist ein Gemeinschaftswerk mit Unterstützung aus Filisur. Hier liegt der Hof La Sorts von Marcel Heinrich. Hast du es bewusst dich entschieden, dass du dich nicht nur auf Kartoffeln fokussierst, sondern auch Getreide und Tierhaltung? Ja, genau. Unser Ding ist so der Biohof mit einem geschlossenen Kreislauf. Das ist eigentlich so von Anfang an das Ziel. Möglichst geschlossen, möglichst nichts müssen zukaufen und so. Von Marcel beziehen Hans-Jörg und René zum Teil Kartoffeln und eben auch Ackerbohnen. Und vor allem viel Fachwissen für den Bergacker. Das Schöne ist, Marcel kommt hoch, hilft uns im Acker. Es gibt Ferndiagnose via Handy. Du, was ist das für ein Käfer? Was macht der da? Ja, das ist halt jahrelange Freundschaft und deswegen funktioniert es auch. Wenn wir noch zu den Bohnen gehen, das ist eine uralte Sorte aus dem Oberwallis, eine Bergsorte. Der hat jetzt noch etwa 2 Kilo Saatgut gegeben. Und das haben wir jetzt vermehrt. Wir haben natürlich zuerst nicht genau gewusst, geht denn das mit diesen Bohnen, vor allem in der Vermarktung. Die Bergbohnen haben ganz harte Schalen. Wir haben dann Köche wie Hans-Jörg und so dann getestet und ausprobiert, was kann man machen. Und jetzt schlussendlich machen wir Mehl, Grieß, Bruch und Bohnen selber, die wir vermarkten direkt. Eben, da bist du mal am Hof, oder? Und da siehst du Sachen und denkst so, hey, kann man was draus machen, oder? Ja. Probieren wir mal, oder? Und das ist eben das Schöne, oder? Wenn ich mein Gemüse jedes Mal beim Gemüsehändler bestelle, oder, kommst du an das gar nicht dran. Okay. Wir haben es auch schon so gemacht, dass im Dezember alle Mitarbeiter von ihm zu mir hochgekommen sind. Und auch damit sie mal wirklich sehen, was macht ein Köche mit meinem Produkt. Es gibt ihnen einen Motivationsschub, es ist eine Wertschätzung, oder? Ja. Und ja, da kommen irrsinnig gute Gespräche und irrsinnig gute Ideen dabei raus. Oder? Es gibt so eine riesige Vielfalt und die wird eigentlich gerne nicht mehr genutzt in dem Sinn. Es gibt so verschiedene Wege, die du gehen kannst. Entweder Pflanzenzucht oder gewisse gehen ja Gentechnik. Und wir setzen einfach bewusst auf alte Genetik. Ich glaube, es ist für die Welt halt wichtig, dass man die Vielfalt bewahrt. Ja. Das ist schon in allem, in der Biodiversität überall geht die Vielfalt verschwunden. Und dann ist es so ein bisschen eine Gegenbewegung. Die Dame möchte einen Satz auf Romanisch sagen. Aspolit. Ja. Ich sono la Sara del Plaus de Turic. Oh, es ist so lang. Ich sono la Sara del Plaus de Turic. Kanton Criciun. Okay. Jetzt hat man gemerkt, im Böhner haben sie gesehen, haben sie erkannt.
wenn die Hunde kommen, könnt ihr einfach einen Moment stehen bleiben und die Hunde schmecken lassen. Das ist noch wichtig, dass die Hunde ein bisschen Zeit haben. Bruno Hassler und Petra Weber halten über 80 Geißen und seit Neuem auch einige Schafe. Von hier stammt ein Teil des Fleisches, das im Scalottas auf dem Teller landet. Und zwar Gizzi. Und zwar nicht im Frühjahr das Ostergizzi, weil die Tiere, ich meine, die sind 6 bis 8 Wochen alt. Ist das Fleisch hat keinen Charakter. Und ich nehme die Gizzi immer erst im Herbst. Das heißt, die sind zum Teil jetzt hier auf der Weide. Grünes Gras, Bewegung, Fressen. Und im Herbst hat das Fleisch einen Charakter, oder? Und sie haben auch ein einigermaßen schönes Gewicht, oder? Und sie haben was vom Leben gehabt. Ja. Auch. Oh, nein. Und das Schöne ist eben auch, alle behornt und alle im Freilaufstall. Und der Biokontrolleur hat schon gesagt, ja, nein, das funktioniert nicht, oder? Aber die haben Platz, die können sich bewegen, die können ihre Hierarchie einhalten. Wenn sie das Kids kriegen, werden sie separat gehalten, damit sie auch ihre Ruhe haben. Das macht das Tier in der Natur ja auch. Und was wir auch noch haben, ist, wir haben einen Geiss, der ein Lämmchen hat aufgezogen. Ja. Ah, wirklich? Ja, 4 Tage noch, ja. Sehr schon. Dann wäre das etwas für die Fleischproduktion. Ja. Genau, 2 kann ich dir eins ganz schönes. Ich sage immer, man muss faire Preise zahlen. Wir diskutieren über den Preis. Ab und zu eher musst du sagen, hey, mit dem kommst du nicht raus. Oder? Ja. Es ist immer eine Zusammenarbeit. Oder? Und letztes Jahr auch, Gizzi, Bruno hat die 2 letzten Gizzi, die eigentlich für mich vorgesehen wären, können weitergehen als Zuchtböcke. Oder? Ja, dann lass sie leben. Ja. Nicht diskutieren. Oder? Ja. Und es ist schöner, wenn das Tier weiterleben kann, wenn es sonst einen Nutzen hat. Oder? So schön, dass sie jetzt da gestanden sind und so schön, dass es ist, es sind Nutztiere. Oder? Und der Nutzen im Moment, den sie bringen, ist hier das Abweiden. Oder? Wenn Hans-Jörg und René Fleisch erhalten, ist es meist mehr, als für das Restaurant benötigt wird. Hier kommt Jörg Brügger ins Spiel. Bei ihm wird das überschüssige Fleisch getrocknet und das meist über mehrere Jahre. Wir sind die Einzigen, die noch in dieser Größe mit Wald- und Pachtfenster auf dem Fenster so das Handwerk betreiben. Alles andere wird industriell. Ja, oder mit Klimaräumchen Ja. oder Klimazellen und so. Ja. Aber den Unterschied merkt man im Geschmack. Dann merkt man, das ist ganz eine andere Welt. Oder? Das Handwerk erfordert Feingefühl, eine Art 6. Sinn. Ich habe so einen Hygrometer, aber wenn ich hier reinkomme vom Geschmack, ich weiss genau, was ich machen muss. Es ist so, es kann ja mal sein, dass der Föhn durchs Tal bläst. Und der Föhn ist ganz ein trockener, aggressiver Wind. Nach dem Föhn, wenn der zusammenbricht, kommt ja schlechtes Wetter. Wenn ich jetzt sehe, die nächste Woche ist nicht gutes Wetter, ist immer feucht, dann kann ich den Föhn mal die ganze Nacht durchziehen lassen. Im Bewusstsein, dass jedes Stück ein Trockenrändchen überkommt. Und ich weiss ja nachher, die nächsten paar Tage ist das Wetter nicht gut, feucht. Und dann kann ich das Rändchen wieder ausgleichen. Und jetzt kann es aber sein, dass wenn der Föhn halt am Morgen um 2 zusammenbricht und es fängt an zu schneien, dann muss ich natürlich kommen und muss die Rollläden runterlassen. Sonst habe ich den Schnee im Raum hinein, oder? Und ich schlafe das ganze Jahr immer beim Speerangeln auf einem Fenster. Das ganze Jahr. Und in dem Moment, wo es anfängt zu schneien, ist eine ganz spezielle Ruhe. Und das macht bei mir Tag. Der Bach ist jetzt Klimaanlage, oder? Ohne den geht es nicht. Weil eben, wie gesagt, im September, Oktober, wenn wir anfangen mit der Produktion, oder im April, Mai, kann es ja auch dort oben warme Tage geben. Die Nächte bleiben schon noch kühl. Und überall, wo fließendes Wasser ist, das ist der Zug, das ist einige Grad kühler. Und dann mache ich die Fenster gegen den Bach auf und hole dort die kühle Luft rein. Wir haben auch den Wald fast rund ums Haus, dass die Sonne nicht den ganzen Tag permanent das Haus herscheint. Und der Wald gibt Feuchtigkeit ab. Und dann kann ich da überall alles immer so umhängen, dass wenn ich es in den Trocknungsraum nehme, dass alle genau gleich angetrocknet sind. Weil das Haus steht ja nicht aus Zufall da. 1892, als der Urgroßvater angefangen hat, die haben früher keinen Kühlraum, keinen Kühlschrank, die haben nichts gehabt. Es hat nur eins gegeben, Natur nutzen.
Und das ist spannend daran, in der heutigen Zeit, trotz all diesen Vorschriften, das Handwerk immer noch auf diese Art können ausüben. Das Fleisch kommt aus der Natur, das Gewürz, das Salz. Und dann braucht es nicht die Elemente, der Wind, das Wasser und der Frost. Und aus diesen Zutaten so Spezialitäten herstellen zu dürfen, die Jungen würden sagen, ist geil. Ja. Wir haben ein etwas spezielles Konzept. Bei uns gibt es kein fixes Menü. Es gibt auch nicht die klassische Speisefolge, Vorspeise, Hauptgang und Dessert. Wir haben eine Karte, auf der sind ungefähr 20 kleine Gerichte und jeder Gast stellt sich nach Lust und Laune die Gerichte selber zu einem Menü zusammen und kann essen, wie viel er möchte, was er möchte und kann auch Sachen probieren, die vielleicht nicht alltäglich sind. Arven. An der Rande vom Lindenhofer Smelz von Christoph Goth und ganz links haben wir dann unsere Ochsenbrust-Krokette mit der Gewürzzwetschge dazu. Das Würstchen vom Gipsi mit Bärlauchzellen. Eigentlich ist es ja paradox. Man besinnt sich auf vergangene Zeiten, alte Sorten und aufwendige Methoden. Und trotzdem fühlt es sich an, als befinde man sich unter lauter Pionieren. Die finden sich alle. Ja, die finden sich schon. Die so spezielle Wege gehen, die finden sich. Gedankengut, das ist... Machen und machen lassen. Überzeugung und Hingabe. Das verbindet. Also ihm hat man gesagt, Kühe mit Hörnern auf Freilaufstall geht nicht. Und das ist immer der Grund, wenn Marcel dann sagt, geht nicht, mach mal. Und ich sage immer, es ist egal, was man macht im Leben, es spielt keine Rolle, was du machst. Am Abend, wenn du auf der Bettkante hockst, musst du sagen können, für mich stimmt es. Ja. Und wenn du das sagen kannst, bist du der glücklichste Mensch. Ja. Und sonst musst du es ändern. Ja. Wenn du etwas, was du gerne machst, wo du Freude hast, wenn du es machst, machst du auch gut. Ja. Allo, ich son la Sara de Plausch de Turic. A son aus Otzqua, Antibel, Cantun, Krischun, Silla Lenzer Heide.